und willkommen bei Arguably, wo wir Ideen aus allen Blickwinkeln beleuchten, präsentiert vom SERA-Institut. Mein Name ist Mareile Salmassi. Bevor wir beginnen, freue ich mich, wenn ihr unseren Kanal mit einem Like und einem Abo unterstützt. Mein heutiger Gast ist Angela Richter. Sie ist Regisseurin, Autorin und Theatermacherin, war viele Jahre Hausregisseurin am Schauspiel Köln und arbeitet seit langem an der Schnittstelle von Kunst, Politik und Gesellschaft. In einem kulturphilosophischen Text aus dem Jahr 2024 setzte sie sich mit der Theorie des Sündenbocks und der moralischen Dynamik unserer Gegenwart auseinander. Nach der Veröffentlichung wurde sie selbst zum Ziel einer massiven Diffamierungskampagne, öffentlich wie auch im privaten Umfeld. Genau darüber möchte ich heute mit Angela sprechen, über Ideologie, Angst, Meinungsfreiheit und darüber, wie demokratischer Diskurs unter Druck gerät, wenn moralischer Fanatismus die Oberhand gewinnt. Angela, dein Text war analytisch gemeint, kein Angriff, keine Provokation und trotzdem hatte es sehr reale Konsequenzen für dich. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist? Ja, gerne. Also es ist eigentlich nichts Schönes passiert, aber ich habe es zunächst gar nicht gemerkt. Ich bekam, als der Artikel rauskam, also es ist ein längerer Essay in der Welt gewesen, über René Girard und auch die Figur des Trump und so weiter. Also ich habe das versucht, analytisch anzugehen, wie du sagst. Und erstmal haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet, die das ganz toll fanden. Also es kam auch in der Welt sehr gut an, konnte man erkennen an den Kommentaren und so. Also viele Leute fanden das wahnsinnig interessant und auch die es gut fanden, haben sich natürlich bei mir gemeldet, ja. Aber dass im Hintergrund bereits ein Shitstorm köchelte, habe ich zunächst nicht mitbekommen. Also erst viele Monate später. Und das Interessante war, dass das war unter Leuten, die ich kannte aus der Theaterszene, aber auch in meinem engeren Umfeld. Und das war das Schockierende so, was ich festgestellt habe. Und das Interessante daran war eben, erstens, dass sich das hinter meinem Rücken abgespielt hat, also dass niemand offen dann anruft, also Leute, die ich seit 20 Jahren kenne teilweise, nicht etwa sagen, okay, was ist denn da bei dir los, erklär mir das mal, also wenn sie den Verdacht haben, dass da irgendetwas schräg ist oder so, sondern sie fangen an, hintenrum sich in so eine Art Moralpanik reinzusteigern, ja, also irgendwann ging das so weit, dass Leute wirklich behauptet hatten, ich wäre eine rechte Verschwörungstheoretikerin. Ich kenne das. Und das finde ich bis heute derart erstaunlich. Also ich bin irgendwie eine Gastarbeitertochter, ja, die hier irgendwie aufgewachsen ist in dem Land. Und ich habe mich früher sogar eher als links, glaube ich, verortet. Nie so richtig, weil meine Eltern sind auch nicht ohne Grund aus dem Sozialismus geflüchtet. Aber trotzdem ist es einigermaßen absurd, dass ich plötzlich als rechts abgedriftet wahrgenommen werde. Und das Interessante war eben, und da, glaube ich, stellt sich mir ein Muster dar, als ich hinterher das erst sehr spät mitgekriegt habe, also viele Monate später, als das schon am Köcheln war. Eigentlich sprach mich auf einer Beerdigung von einem Theatermann, einem Bekannten, ein Freund darauf an, den ich sehr lange kenne und hat mir gesagt, dass diese Gerüchte über mich rumkursieren in der Theaterszene und da erst wurde mir das bewusst. Und dann habe ich angefangen sozusagen selber ein bisschen nachzurecherchieren, was da genau los war und das, also da taten sich dann eben Abgründe auf. Und das Erstaunliche war, dass die Leute eben nicht mit Argumenten gekommen sind, sondern eine ganze Batterie an Unterstellungen in Anschlag gegen mich gebracht haben, ohne nachzufragen, ohne Dialog, einfach mal so aus den Fingern gesogen. Und teilweise, wenn man dann nachfragt, ja, aber warum denn? Dann zum Beispiel so Sachen wie, sie hat Peter Thiel verherrlicht. Also und das ist so, ich erwähne, dass Peter Thiel studiert hat bei René Girard, was stimmt, das ist einfach ein Fakt. Und ich bezeichne Peter Thiel als Tech-Visionär, was er zweifellos ist. Und was ich nicht gemacht habe, das ist es nämlich, ich habe nicht diese obligatore Verdammungsarie abgelassen, so wie der furchtbare Menschenfeind oder keine Ahnung, mittlerweile muss man ja schon vorsorglich immer, bevor man etwas sagt, schon die richtige Haltung signalisieren und neutral zu sein reicht nicht mehr aus. Ja. Das habe ich daraus gelernt, weil letztendlich, wenn ich dann wissen wollte von den Leuten, ja, aber dann kommt mir doch mit Argumenten oder widersprecht meinen Argumenten,
dann kam nichts. Also es war wirklich hauptsächlich Unterstellungen und daraus entwickelte sich eine ganze Fantasie. Leute fingen an, dann in meinen Posts zu graben auf Twitter. Und wenn ich mal irgendwas geretweetet habe, sagen wir mal vom Cicero oder der NZZ, das war dann ein weiterer Beweis für mein rechtes Abgedriftetsein. Ja. Also im Grunde genommen war deine Neutralität schon eine Sünde, weil es wird erwartet, dass du dem Chor folgst, was ja schon vielsagend ist darüber, was für eine Atmosphäre inzwischen bei uns in der Gesellschaft ja auch herrscht. Erzähl doch mal über Girard und über deinen Artikel. Also Girard ist ein bekannter Anthropologe und auch eigentlich Religionsphilosoph, könnte man sagen, der in Stanford auch unter anderem unterrichtet hat. Und bei ihm und deswegen wurde ich darauf aufmerksam, zufällig sah ich ein Interview mit Peter Thiel, wo er über Girard gesprochen hat. Und dann dachte ich, ich schau mal nach, was das ist. Und dann habe ich mir ein paar Bücher von dem bestellt, weil ich eben versucht habe, auch zu verstehen, wieso jemand wie Peter Thiel, den man ja auch durchaus kritisch natürlich sehen kann, ja, aber dennoch finde ich eben so Leute faszinierend wie ihn und Elon Musk und denke so, okay, was treibt die an, wie ticken die, wie denken diese Leute? Ja, das will man ja irgendwie auch wissen und analysieren, aber offensichtlich ist das schon zu viel. Also sich damit so zu beschäftigen in einer Art, wie man kritisch denkt. Gerade als Regisseurin ist es doch völlig verständlich, dass du das tust. Eigentlich ja, das würde man vermuten und ich war da auch so naiv, das immer noch zu glauben. Ja. Naja, um auf Girard zurückzukommen, ich habe dann mehrere Bücher von ihm gelesen, auch Interviewbücher, alles Mögliche und auch eines, darauf beziehe ich mich dann auch, das heißt, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Das ist ein Bibelzitat, dieser Titel, auch ich glaube von Lukas, ich bin nicht ganz sicher. Und darin beschäftigt er sich auch mit dem Christentum. Also es ist aber kein Theologe, also das muss man betonen, sondern ein Philosoph. Ja. Und das ist etwas, was halt überhaupt nicht populär war sehr lange, seit den 50ern, 60ern, Postmoderne oder so etwas, da hat man sich mit allem Möglichen auseinandergesetzt, auch mit anderen Religionen, mit dem Hinduismus, selbst mit Esoterik, alles war erlaubt, aber Christentum irgendwie nicht. Ja. Und das fand ich erstmal interessant, weil warum soll man sich damit nicht auseinandersetzen? Also man muss ja nicht automatisch pro sein und deswegen fiel er immer so ein bisschen durchs Netz, aber es ist trotzdem ein hoch angesehener Mensch und ich fand eben interessant diese Bücher. Und was mir dann aufgefallen ist, dass erstens Thiel und Elon Musk offenbar sehr viel bei ihm gelernt haben, denn sie haben bestimmte Theorien von Thiel direkt angewendet. Er hat eine Theorie, die nennt man das mimetische Begehren. Ja. Das hat er geprägt, sehr früh schon. Und eigentlich nimmt es die ganze Influencer-Kultur heute vorweg. Ja? Also wir alle wissen es ja instinktiv, dass Menschen begehren das, was andere begehren. Ja. Also wir müssen erstmal tolles Kleid an einem schönen Model sehen, um jetzt das plump auszudrücken, um dieses Kleid auch zu wollen. Ja. Oder ob das jetzt der Porsche ist oder so funktioniert man irgendwie menschlich, anthroposophisch gesehen, ja. Dass man erstmal wissen muss, was man überhaupt haben will. Ja. Und dieses mimetische Begehren, und er hat, glaube ich, dann Thiel und Musk auf die Idee gebracht, dass sie Dinge etablieren, die andere begehren sollen, aber eben nicht sozusagen das nachzumachen, sondern neue Begehrlichkeiten zu schaffen. Also sich auch ein Monopol einer Begehrlichkeit zu schaffen. Ja. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend und interessant. Und natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob Thiel Girard wirklich verstanden hat oder sich sozusagen nur bestimmte Aspekte zunutze gemacht hat. Ja. Und was mich aber noch mehr fasziniert hat, war sein geradezu prophetisches Analysieren der Opfermacht. Also erstmal geht er davon aus, dass das Christentum eigentlich die traditionellen rituellen Opferungen, die es eigentlich in jeder Religion, in jedem Kult, auch bei Naturvölkern immer gab. Also das Opfer sozusagen. Also ob das jetzt ein Tier ist, es gab ja auch Menschenopfer. Und er hat die These, dass sozusagen dieses mimetische Begehren natürlich Aggressionen weckt. Ja, wenn alle immer das Gleiche haben wollen, dann gibt es bestimmte Spannungen in der Gesellschaft, weil es gibt nie genug für alle. Genau. So. Und diese Aggressionen, ich kürze das jetzt sehr stark ab, aber um das einfach mal so kurz in a nutshell zu sagen,
führen zu Spannungen und diese Spannungen wurden immer erlöst, indem man einen Sündenbock findet und ihn dann auch opfert. Und dadurch gab es sozusagen ein kollektives Aufatmen, also der Druck war weg. Und er sagt, dass diese Logik des Opferns vom Christentum letztendlich einerseits entlarvt wurde, indem Christus, also Gott, also das Christentum sagt ja, Gott ist selbst Mensch geworden und hat sich geopfert für uns. Und er hat den ultimativen Beweis angetreten, dass das Opfer unschuldig ist. Ja? Und dadurch diesen Mechanismus sozusagen ausgehebelt. Und dann sagt aber Girard, wir sind aber nicht weitergegangen. Ja? Also er sagt, das Christentum ist nicht radikal genug diesen Weg zu Ende gedacht, sondern ist dann stehen geblieben dabei, zu sagen, das Opfer ist eben unschuldig und muss um jeden Preis beschützt werden. Und daraus leitet er eben seine Theorie zur Opfermacht ab. Er sagt, wir sind zu weit gegangen. Heute hat das Opfer sozusagen, vor allem in einer säkularisierten Gesellschaft, den Stand eines Heiligen bekommen. Ja. Und das erkenne ich zum Beispiel in diesen, ja, sagen wir mal, Exzessen der Identitätspolitik, wo man, ja, um es mal ein bisschen, ironisch zu sagen, diese Opferolympiade, die sogenannte, ja, darum geht es. Und ich fand das total erstaunlich, dass er das eigentlich schon in den 80er Jahren vorausgesehen hat. Und darum handelt der es war prophetisch, Artikel. Ja, es war wirklich prophetisch, ja. Und wenn man das liest, ist man wirklich entwaffnet. Also auch so diese ganzen Massenhysterien, da sage ich jetzt, das thematisiere ich auch in dem Artikel, davon haben sich Leute unglaublich provoziert gefühlt, weil ich habe MeToo erwähnt und George Floyd. Na, und der ja wirklich den Status eines Heiligen bekommen hat. Ja, sehr problematisch. Sehr problematisch. Und einerseits natürlich vollkommen berechtigt die Empörung über seinen Tod, aber gleichzeitig hat das halt jeden Rahmen gesprengt. Genau. Und es ist halt ein Mensch, der alles andere als ein Heiliger war und sehr tragisch. Es ist eine Tragik, dass er so umgekommen ist. Und gleichzeitig war es eben ein Exzess. Also es gibt wirklich Anbetungsstätten. Ja. So. Und all das steht in diesem Artikel und ich ziehe noch nicht mal wirklich Schlüsse. Also ich habe nur einen einzigen Schluss gezogen am Ende dieses Artikels und das ist verkürzt gesagt, man kann Faschismus nicht mit faschistischen Methoden bekämpfen. Ja. Und das, weil eben in dieser Logik, wenn man die Welt einteilt immer nur in Opfer und Täter vermeintliche, dann ist das Opfer sozusagen so mächtig, so heilig, dass jede Grausamkeit gegenüber dem vermeintlichen Täter oder demjenigen, der irgendwie das anzweifelt, auch nur erlaubt ist. Das ist der Zustand, den wir gerade erleben. Genau. Und das ist für mich etwas, was ich eben kritisieren wollte. Und ich rede in dem Artikel auch noch über Trump. Also das war ein bisschen der Impuls, diesen Artikel endlich zu schreiben. Ich hatte den schon länger in der Schublade, hatte aber keinen richtigen Aufhänger. Der Anlass war dann letztendlich das Attentat an Trump. Ja, also der Artikel beginnt mit dem Satz, Donald Trump ist ein Mensch. Ach so, ja. Und ich glaube, dieser erste Satz, da haben schon alle so rot gesehen, diesen simplen Satz, der ja wirklich ein Fakt ist. Was ist er denn sonst? Er ist ja kein Rind. Also das hat die Leute offenbar so polarisiert, dass sie danach nur noch rot gesehen haben. Also es wurde überhaupt nicht mehr gelesen oder verstanden, sondern ja, es war keine Bereitschaft mehr da, überhaupt dem Artikel, glaube ich, Offenheit entgegenzubringen. Ja, aber das Erschreckende ist auch, wir reden, also wenn wir jetzt schon Begriffe wie Faschismus oder so besprechen oder wenn die im Raum stehen, es beinhaltet ja auch Entmenschlichung. Und genau das, wie du sagst, machen die ja mit Trump. Egal, was man von ihm hält, man muss ihn ja nicht mögen, aber er ist, wie du sagst, er ist kein Rind oder kein Monster oder kein Käfer oder der wird aber nicht so als Mensch gesehen, glaube ich, von vielen dieser Menschen. Und ich frage mich, wie wir hier landen konnten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann angucke, du hast George Floyd ja erwähnt, kurz nach den Exzessen mit George Floyd passierte ja der Mord an Mahsa Amini. Und diese Exzesse haben wir dann aber nicht erlebt. Sie war ja auch ein Opfer. Sie passte aber nicht so recht in das Narrativ, was eigentlich als Opfer für diese Leute, also was jemanden als Opfer qualifiziert.
Sie war eine iranische Frau, die von Islamisten umgebracht wurde. Aber es war eben tabu, die Islamisten zu kritisieren. Ich weiß nicht, wie das in die Theorie von Girard passt, wenn wir uns das angucken. Ich glaube, es passt nur insofern, indem man halt feststellt, dass die Opfer bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Ja, also und das hängt wiederum mit Identitätspolitik zusammen, wo man sagen kann, Leute werden sozusagen nur noch nach bestimmten Kriterien eingeordnet und in bestimmte Schubladen gesteckt. Und aus denen werden sie dann bei Bedarf rausgeholt, ja. Also George Floyd kann ja nichts dafür, wie er sozusagen auch instrumentalisiert wurde. So würde ich das inzwischen sehen, ja. Und eben, da gibt's eben diese Hierarchie, wer sozusagen es verdient, Opfer zu sein, aufgrund dieser Kriterien. Da kommt jetzt zum Beispiel in dem Fall von Amiri auch dieser Begriff der Islamophobie ins Spiel, den ich total fragwürdig finde inzwischen, ja. Und deswegen werden da auch extrem widersprüchliche Dinge sozusagen fast schon schamlos eine Doppelmoral ausgelebt, die diese Leute aber nicht anficht. Und das hat damit zu tun, dass also sie haben sich im Grunde genommen selber auch in eine Kiste gesteckt, indem sie halt jedes kritische Denken, jede Nachfrage, jede Logik als White Supremacy sozusagen framen und ganz klar sagen, die und die sind Opfer und die sind per Hautfarbe, per Religion und so weiter, vielleicht auch per politischer Richtung Täter. Und da gibt's aber auch eine Hierarchie, weil Mahsa Amini war ja eine Frau. Ein Mädchen, eine Kurdin. Und sie wurde wegen einer Haarsträhne umgebracht. Genau, und, aber Islamophobie war in der Hierarchie weiter oben. Oben. Ja, so ist es ja. Also es gibt tatsächlich eine Hierarchie und da sind Frauen jetzt eigentlich auch in einer Untergruppe gelandet, so. Ja. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Also Frau zu sein reicht nicht mehr. Das ist dann automatisch, also das Gleiche, das sieht man ja tatsächlich vor allem an der Frauenunterdrückung im Islam, die plötzlich überhaupt keine Rolle spielt bei Leuten, die schon Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie irgendwie Opfer von Catcalling werden, ja. Ja. Also und mich hat das total amüsiert, ehrlich gesagt, weil ich oft mit der Situation konfrontiert war, mir von Feministinnen anzuhören, einerseits die Beschwerde darüber, dass man als Frau zum Beispiel Catcalling erlebt und angemacht wird und fürchterlich. Und dann wiederum, sobald sie irgendwie jenseits der 40, 50 sind, die Beschwerde darüber, dass sie unsichtbar sind und eben nicht mehr angemacht werden. Also wo ich dann auch denke, man dreht es immer irgendwie so hin, wie es einem passt. Und dann eben auch speziell auf Islamophobie diese zwei Maßstäbe. Ja, also da ist es vollkommen, da ist die jegliche Grausamkeit erlaubt. Also das meine ich. Also wenn sozusagen die Frau auf der falschen Seite steht, ja, und den vermeintlichen Opfern, ja, die per se irgendwie unterdrückt sind, sich in den Weg stellt, dann muss sie das eben in Kauf nehmen, diese Grausamkeit. Und das ist eben etwas sadistisch. Genau, ja, und ich verstehe das nicht. Und das hat eben auch nichts mit Logik zu tun. Und das ist aber eben auch etwas, mittlerweile eben, das habe ich echt alles in diesem Jahr gelernt, wo ich mit diesen Vorwürfen konfrontiert war, habe ich mich angefangen mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass Logik und Argumente überhaupt nicht mehr ankommen. Also es wird nicht zugehört, es wird immer nur unterstellt. Und drüber geschrien. Ja, das auch, ja. Und eben unterstellt und man hört nicht zu, was sagt jemand, sondern man behauptet, er meint eigentlich aber das. Also es wird nur noch dechiffriert, vermeintlich, ja. Ja, Gedankensünden. Genau. Und das ist eben das, wogegen man eigentlich nicht mehr ankommt. Und das ist das Gefährliche, weil es dann plötzlich keine Argumente mehr gibt. Also es gibt kein Gespräch, es gibt keine Kommunikation. Ne? Und dem folgen dann eben Taten. Ja, politische Gewalt. Das beobachten wir jetzt auch zunehmend. Also ein Fall war ja jetzt Trump, wurde ja auch Opfer politischer Gewalt, aber wir erleben es ja auch zunehmend hier in Deutschland, sei es jetzt
Palästina-Demonstrationen, wo die auf Polizisten losgehen. Es hat ja nichts mehr mit friedliche Proteste mehr zu tun. Oder Aktivisten, die sich gegen Antisemitismus stark machen, die dann Polizeischutz brauchen inzwischen. Und das ist ich muss sagen, ich finde es halt schon sehr bedenklich, diese Dynamik, weil es auch exponentiell ist. Das beobachten wir in einer offenen, vertrauensbasierten Gesellschaft wie unsere. Das hält keine offene Gesellschaft aus. Das stimmt. Auf Dauer. Also ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, da ging es auch um sogenannte suizidale Empathie. Und da wurde eben behauptet, dass das sozusagen im Westen genau der Fall ist. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Also ich nehme jetzt mal ein ganz, vielleicht auch ein bisschen reißerisches Beispiel, die viel zitierten Queers for Palestine. Ja? Also das ist ja eine solche Absurdität eigentlich, dass es das überhaupt gibt. Ja. Es ist ja relativ offensichtlich, warum. Ja? Also diese Leute würden ja in Gaza keinen Tag überleben. Und das ist für mich so eins der eklatantesten Beispiele dafür, für diese fehlgeleitete Empathie. Also eben, um nochmal auf Girard zurückzukommen, also ist er erstmal jemand zum ultimativen Opfer, fast schon mit Heiligenstatus versehen worden, dann kann der auch nichts falsch machen. Dann wird auch alles verziehen, ja. Und selbst gegen jede Vernunft und im Grunde Selbstaufopferung, ja. Also da gibt es mittlerweile so viele Beispiele, wo man denkt so. Ich würde es aber als sadomasochistisch schon fast einstufen, weil es ist auf der einen Seite ist es sadistisch, weil man die Bestrafung der vermeintlichen Unterdrücker ja möchte, und zwar egal wie schwer und grausam. Aber auf der anderen Seite ist es auch okay, sich selbst aufzuopfern. Egal, ob den man gerade schützt, einen selbst von nächsten Hochhaus runterschmeißen würde, ist es okay, weil man möchte ja eine ideologische Reinheit, so to speak, bewahren. Ja, ich verstehe schon. Verstehst du, was ich meine? Ist natürlich sehr psychologisch gesehen und es stimmt wahrscheinlich auch. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt pauschalisieren. Ich habe den Eindruck, dass ab einer bestimmten Ideologiefestigkeit die Leute aufhören, eigenständig zu denken. Das sowieso. Und dadurch in so eine Art kognitive Dissonanz verfallen, die zu so einem Tunneldenken führt und deswegen eben auch nicht mehr offen für Argumente oder auch, also ob die sich da jetzt wirklich selber aufopfern würden, weiß ich nicht, vielleicht schon. Also ich denke, für das Grad an Ideologie, da gehört eine gehörige Portion Pathologie dazu. Wenn du ja ein gesunder Mensch möchte überleben. Du hast ja einen Überlebensinstinkt. Ja. Wenn das überschrieben ist, finde ich, das ist ja schon krankhaft. Ja, also ich halte mich jetzt mit einer Diagnose zurück, weil ich keine Psychologe bin. Trotzdem denke ich, hast du da einen Punkt. Also das Interessante daran ist eben, dass diese Empathie offenbar so gebraucht wird, aber gar nicht so sehr, um wirklich den Opfern zu helfen, sondern es hat fast was von einem altruistischen Narzissmus. Genau, es ist selbstbezogen. Also dass man sich selber sozusagen für den Guten hält, ist das Allerwichtigste, ja. Und ob das Sinn macht, ob das irgendwie selbstzerstörerisch ist, spielt alles keine Rolle. Man muss unbedingt auf der richtigen Seite stehen. Und dazu gehört natürlich, glaube ich, auch sowas wie Kontaktschuld. Also ich konnte das an mir selber erkennen. Also das ist natürlich jetzt im Vergleich dazu fast schon banal, was ich erlebt habe, so. Aber für ein privates Leben ist es trotzdem wahnsinnig zerstörerisch. Also es gefährdet ja die eigene bürgerliche Existenz bis in die Familie hinein. Und dass die Leute sozusagen auch Angst hatten, mit mir ertappt zu werden. Ja? Also Leute, die mich ewig kennen, die auch genau wissen, dass ich nicht rechts abgedriftet bin, die fingen an, aus Eigenschutz mich zu pathologisieren. Also zu sagen, okay, vielleicht muss die
ein halbes Jahr in die Psychiatrie, um wieder runterzukommen, ein paar Pillen nehmen, um dann wieder klar zu denken und dann kann sie auch wieder zurückkommen. Nein. Aber um sich selber zu schützen, wurde ich quasi für verrückt erklärt, weil man sonst also Leute, die sich geschämt haben, sozusagen mich wirklich zu diffamieren, weil sie es auch besser wissen, aber gleichzeitig nicht mit mir assoziiert werden wollen, erklären mich eben für verrückt, um sich selber zu schützen. Ja. Und das ist auch so ein Mechanismus und gleichzeitig jetzt, um nochmal zurückzukommen auf das eher größere gesellschaftliche Bild, man darf diese Kontaktschuld auch nicht unterschätzen. Also die Leute haben wahnsinnige Panik. Und ich habe ja früher mal Edward Snowden in Moskau besucht, also mehrfach. Und wir redeten über die Folgen von Massenüberwachung. Ich habe ja schon vor 10 Jahren Stücke darüber gemacht, auch basierend auf Interviews mit ihm, als er das enthüllt hat. Und er hat etwas Interessantes vorausgesagt, was jetzt übrigens in Kombination mit diesen neuen modischen Ideologien, ja, wie Identitätspolitik und diese ganze, Palästina-Begeisterung und so, ganz, ganz ungesund zusammenkommt. Also er hat im Grunde vorausgesagt, dass unsere Gesellschaft in dem Moment, wo allen klar ist, dass sie beobachtet werden, anfangen werden, sich selber zu beobachten. Du brauchst die Stasi nicht mehr, weil wir sind unsere eigene Stasi. Ja. Also, und diese Mechanismen sind absolut gefährlich. Also er hat gemeint, wir werden uns entwickeln zu einer, wie nannte er das damals, Beobachtungsgesellschaft. Ja, wo sich alle beobachtet fühlen. Sie können nicht mehr so tun, als könnten sie sich noch verstecken. Und das ist ein Problem. Also, und natürlich gibt's die sozialen Medien, die das Ganze befeuern, aber die Leute, ja, die tun sich zu Mobs zusammen, sie canceln, sie machen Shitstorms. Also sie machen den Job, den früher, keine Ahnung, die Geheimdienste machen mussten oder die Stasi oder andere unterdrückerische Organisationen. Ja? Also die Leute machen das heute selbst. Es ist ein Selbstläufer geworden. Also die Eigenüberwachung, die Sprachpolizei und all diese Phänomene, die wir heute haben, sind eigentlich Ergebnis einer Überwachungsgesellschaft. Wo sozusagen jeder seine kleine Privatstasi ist. Ja, es ist eine Angst vor sozialer Vernichtung, die man beobachtet hat. Es prägt ja natürlich auch. Die sind ja jetzt so konditioniert. Genau, es ist eigentlich dieses maoistische Prinzip, so bestrafe einen, erziehe 100. In dem Fall vielleicht sogar Millionen. Also alle, die auf sozialen Medien sind und sehen, was passiert, wenn man aus der Reihe tanzt. Ja. Genau. Und da ist mittlerweile die Schwelle extrem niedrig. Also ich konnte das auch erkennen, zum Beispiel als ein Kollege von der Welt, Norbert Bolz, der hatte ja Besuch bekommen von der Polizei irgendwann und er hat eine Wohnungsdurchsuchung, weil er, glaube ich, irgendwie bezüglich eines Taz-Artikels, glaube ich, der irgendwas mit Deutschland erwache oder wacht auf oder sowas, hat er, glaube ich, einen Witz gemacht auf X. Und das wurde sofort als dieses Zitat aus dem Dritten Reich irgendwie wahrgenommen, ohne dass man die Ironie überhaupt sieht. Und dann hat er halt Polizeibesuch bekommen, was mich wirklich fassungslos gemacht hat, weil das jeder Depp erkannt hat, dass das wirklich ein Witz war. Gut, es kam so. Und dann haben sich überraschenderweise sogar Leute wie Ricarda Lang an seine Seite gestellt. Ja, also haben auf X irgendwie gesagt, dass es geht zu weit. Ja, was ich erstmal gut fand. Aber auch sie sah sich bemüht, und ganz viele andere auch, erstmal zu sagen, ich stimme überhaupt nicht mit ihm überein. Ja, genau. Also es muss immer diese Distanzierungsformulierung vorausgehen. Du kannst nicht einfach sagen, mir egal wer das ist, mir egal was er ist, was ihm passiert ist falsch. Sondern du musst vorher immer sagen, ich finde ihn auch doof, sorry, und aber das ist nicht okay. Ja. Und mir geht das mittlerweile so auf die Nerven, ich mache das nicht mehr. Ja, ich und auch deswegen, nicht, wollte ich gerade auch sagen. Ja, also Unrecht ist Unrecht. Mehr, ja. Und selbst wenn ich die Person nicht mag. Und deswegen man muss sich auch nicht immer erklären. Ja, also und das ist aber etwas, was ich so schrecklich finde. Also diese Angst, diese Panik. Ja, und genau diesen Fehler habe ich in dem Artikel gemacht und dafür habe ich bezahlt. Dass ich nicht geschrieben habe, der böse Elon Musk, der schreckliche Peter Thiel, diese Verbrecher an der Menschlichkeit haben zufällig bei dem studiert, ja. Sondern dass ich einfach gedacht habe, oh, wie interessant. Lass mal drüber nachdenken und reingucken, wie viel Einfluss das auf sie gehabt hat. Ja.
Und das ist etwas, ich finde das alles so beschämend einfach nur noch. Also diese Angst und diese offene Angst und dieser vorauseilende Gehorsam, ja, dem Narrativ sozusagen vor ihm niederzuknien und die Absolution vorher zu kriegen, ja, du bist einer der Guten und jetzt darfst du auch was sagen. So. Ja, und ich finde gerade jetzt, wenn man sich anguckt, wo das auch am allerhäufigsten vorkommt, nämlich im Kulturbereich, Kunst und Kultur, da ist es ja ganz schwer präsent, diese Atmosphäre oder Musik auch. Früher waren die Musiker die dem Mob nicht folgen wollten und sich über den Mob lustig gemacht haben. Jetzt sind all diese Leute, die sogenannten Kreativen, sind der Mob. Das stimmt. Und das ist total, das wird auch deutlich, wenn man sich den Output anschaut. Also die Kreativität, die wir noch in den 90ern hatten und 80er und 70er sowieso, das gibt es nicht mehr. Weil dazu gehört auch was riskieren. Es riskiert keiner mehr etwas. Ob es jetzt Film, Theater, Musik, es gibt wirklich nur noch eine Handvoll Menschen. Keiner will oder kann sich das erlauben, kein Geld mehr zu verdienen. Das stimmt, also es ist existenzgefährdend. Ja. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Freund, der meinte so, ja, ihn würden jetzt sozusagen diese woken Linken, und das ist selber ein Altlinker, total erinnern an die Spießer früher, ja, gegen die man ja vorgegangen ist als Punk oder als Linker oder so. Und die wären ja jetzt genauso empfindlich und peinlich. Und ich denke, ja, das stimmt. Und andererseits haben aber diese Leute, weil sie eben traditionell eingestellt sind, vielleicht weil sie Spießer sind, ja, ich sage jetzt mal wieder was Verbotenes, irgendwie noch so eine Art Restanstand gehabt, dass sie die nicht vernichtet haben. Also Leute, ganz viele linke Künstler haben im Grunde Karriere gemacht, indem sie gegen Spießer vorgegangen sind, gegen die Konservativen, gegen die Rechten und so weiter. Ja, also ob das jetzt Kippenberger ist oder Reinhard Götz, ja, gegen das Establishment, gegen die Konservativen. Ja, heute sind die Linken das Establishment. Ja. Und wenn man gegen sie vorgeht, das sind ja nicht mal richtige Linke. Ich muss das noch schnell einwerfen. Das sind ja eigentlich, wie soll man es nennen? Sie Postimps. Das sind diese Postimperialisten. Genau. Also schon eine sehr, 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 sehr spezielle Gattung, weil links sein habe ich immer so als genau das, was du beschrieben hast, gegen Establishment, gegen Faschismus, für die Freiheit, gegen religiöse Unterdrückung. Vor allem, das war ja ein riesen, wie sagt man, Punkt. Ja, auf jeden Fall, ganz wichtiger Punkt. Und was machen die? Ich meine, Islamisten sind die Rechten also sind die rechtesten, die faschistischsten aus dem Nahen Osten. Die stellen sich auf die Seite der Islamisten. Ja. Sie stellen sich gegen die Frauen. Sie stellen sich gegen die Freiheit. Sie wollen Sprache zensieren und so weiter und so fort. Es hat nichts mehr mit links zu tun eigentlich. Nee, das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem kommt es natürlich aus dieser Richtung. Also es hat natürlich mit dem Marsch durch die Institutionen zu tun. Die Leute, die sich etabliert haben, jetzt selber quasi das Establishment sind, tonangebend sind. Das ist eine Inversion. Ja, und selber aber keinerlei Kritik eben dulden. Nee. Und das ist eben das Interessante. Also sie vernichten dann Existenzen. Und früher konnte man aufgrund dieser Kritik an dem Establishment sogar eine Karriere machen. Heute ist es umgekehrt. Heute werden Karrieren zerstört, weil man sofort diffamiert wird. Und das finde ich das Interessante. Also da werden einem plötzlich dann so Figuren wie, keine Ahnung, Genscher oder Kohl oder so Leute plötzlich sympathisch im Nachhinein, was die ausgehalten haben, ja, wo man denkt, so, die haben so viel ausgehalten und haben es über sich ergehen lassen. Das gehörte zum Job. Kohl hat sich sogar geprügelt. Und jetzt sagt man halt, ja, Herr Habeck ist ein Schwachkopf und dann kommt morgen die Polizei. Also das finde ich schon, ja, das ist wirklich erstaunlich, zu was für eine Gesellschaft wir geworden sind, finde ich. Ja, und das mit dem Islamismus, um nochmal darauf zurückzukommen, was du sagst, das verstehe ich mit am wenigsten. Ja, niemand versteht das. Also das ist wirklich, ich weiß, als ich ein Kind war, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, da gab es in der Nachbarschaft einen Fall von einem Ehrenmord, wo ein junges Mädchen, da war ich selber, glaube ich, noch
Teenager oder so. Und wir kannten die von der Schule und ihr Bruder hat sie umgebracht, nachdem sie einen deutschen Freund hatte, ja. Und damals gab es einen solchen Aufschrei über diese Dinge, ja, oder dass die Mädchen eben Kopftücher tragen mussten. Das hat man auch in linken Kreisen auch kritisch gesehen, Ja. als Unterdrückung. Total. Und heute wird das plötzlich verkauft als so emanzipatorisches Mittel oder sowas, ja. Und das begreife ich nicht mehr. Also da hört bei mir wirklich Das meine das ich halt. Verständnis auf. Und da weiß ich gar nicht, wie konnte es sich dahin entwickeln? Das ist eine Also Inversion. Es ist aber auch eine Konditionierung. Wenn du dir anguckst, wie die islamische Regierung in Iran und Katar und diese ganzen Institutionen, wie sie über linke Politik, also sich wie Chamäleons in die linke Politik reingemischt und da subversiv alles auf den Kopf gestellt haben, da muss man dann auch wieder die Vorträge von Juri Bezmenov mal anschauen. Der war ja KGB-Agent und hat dann in den 90ern, ich weiß gar nicht, der hat in den 90ern sehr viele Vorträge, sehr interessante Vorträge gehalten über die 4 Stufen von ideologische Subversion. Also und nach seiner Theorie befinden wir uns schon in Stufe 4, würde ich sagen. Zwischen 3 und 4. Es war eine KGB-Methode, die dann von den Islamisten übernommen wurde. Interessant. Genau. Und was ist die 4. Stufe so in etwa? Oder? Die 4. Stufe in etwa ist, wenn keiner mehr wirklich hinterfragt. Wenn diese Inversion sich vollkommen manifestiert hat und das als normal gilt, was wir jetzt gerade völlig verblüfft diskutieren. Ja. Also im Prinzip ja auch diese Reflexe, die so kommen. Also zum Beispiel jemand sagt rechts und alle bellen. Ja. Also ohne und denken ist optional. Man muss nicht mehr nachdenken, das war's dann schon. Das ist ja das, was Girard sagt, diese Nachahmung. Ja, stimmt. Das ist diese das ist die Nachahmung. einen von den anderen abnehmen sofort. Genau. Und niemand mehr nachdenkt oder hinterfragt oder auch nur kritisch denkt, ja, also dass man sich beide Seiten anhört oder so. Ja. Dazu gehört Mut. Und dazu gehört aber auch ein gewisses Maß an Bildung. Und ich sag immer, eine TikTok-Generation, die haben die Aufmerksamkeitsspanne von Eichhörnchen. Die können sich ja jetzt nicht, die setzen sich jetzt nicht hin und lesen irgendein Buch. Auch die sagen, wir sind Marxisten, tralalala. Ich würde mich wundern, wenn die sich das Kapital, wenn sie ein Kapitel davon oder 5 Seiten davon nicht, gelesen haben. Haben sie nicht. Das ist wirklich eine Suche nach Identität, über Krawall. Ich kann es anders nicht erklären. Es ist vielleicht auch ein bisschen Religionsersatz, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Also da ist so der Sinn verloren gegangen und jetzt muss man den sich irgendwie herbei fantasieren, ja, in seinen Bubbles. Und irgendwie auch das Gute, das Richtige, ja, wird ja da angestrebt. Das sind ja vielleicht ja auch gute Reflexe, aber sie sind komplett fehlgeleitet, ja. Also es ist wirklich eine totale Verkehrung der Dinge, ja. Und das finde ich so erschreckend. Manchmal fühle ich mich wie in so einer verkehrten Welt. Also wo ich denke so, alles ist auf den Kopf gestellt, so. Und und auch das Bedürfnis so andere fertig zu machen. Also das ist fast wie so ein Computerspiel. Vielleicht hat das wirklich mit den sozialen Medien zu tun. Ich glaube, irgendwann werden wahrscheinlich, hoffentlich nicht erst in ein paar 100 Jahren, Leute auf diese Zeit zurückgucken. Ich bin Optimistin. Ich glaube, es wird die Welt noch geben und diese Zivilisation zurückgucken und genauso geschockt drauf gucken, wie wir auf andere Epochen denken so, oh Gott, wie konnten die nur, ja? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird stattfinden, weil man das heute schon sieht. Das ist so abstrus teilweise. Dass man das nicht begreift, ne? Und noch fehlt uns die Distanz, also das Draufschauen. Man versucht das zwar, aber es gibt viele, die das können, die das mit Abstand können, die emotional stabil sind, die empathisch sind, tatsächlich, also wahrhaftig empathisch sind und selbstlos sind, aber viele Menschen sind einfach nicht erwachsen genug. Die sind, und deswegen lassen sie sich auch zu emotionale Grausamkeit hinreißen. Es ist ja wahnsinnig grausam, andere so fertig zu machen. Und die machen es trotzdem mit der gröbsten Selbstverständlichkeit und fühlen sich dabei auch noch gut, weil sie ja was Gutes tun.
Das ist ethisch gesehen, es ist wahnsinnig problematisch, was die für eine Skala folgen, also was die für Werte haben und so weiter. Und da muss man sich auch fragen, wie haben sich diese Werte etabliert und so weiter. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf diese Unterminierung der Gesellschaft, aber auch durch die Bildung und durch die Kultur und so weiter. Diese Subversion eben diese toxische Subversion aus dem Iran und von Katar und so weiter, wo dann postimperiale, also diese Idee ist ja auch schon in sich wirklich völlig unmoralisch. Das kann man einfach gar nicht anders sagen. Diese Dichotomie, die Welt ist nur noch schwarz und weiß, es gibt nur noch Opfer und Täter. Das ist sowas von infantil und dumm. Das ist, so denken Fünfjährige. Ja, Mama ist gut, Mama ist böse. Also da wachsen wir dann nach 5 raus aus dieser narzisstischen Phase. Diese Menschen bleiben da so richtig drin haften. Und also ich beobachte das oder ich habe das so recherchiert, meiner Meinung nach seit dem Ende des Iran-Irak-Kriegs hat das so angefangen. Diese, wie sagt man, Infiltration der westlichen Gesellschaften. Es ist eine asymmetrische Kriegsführung. Und du kannst solche fortschrittlichen, militärisch starken Gesellschaften auch nur in die Knie zwingen, indem du eine Generation völlig kaputt machst. Das stimmt. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele Gründe dafür auch, warum ausgerechnet der Westen sozusagen so anfällig darauf ist. Ne? Ja, die weiße Schuld spielt da auch noch eine Rolle, gerade eine Gesellschaft wie die deutsche, die noch ihre Wunden aus dem Zweiten Weltkrieg leckt und auf Berge jüdischer Knochen sitzt und christliche Schuld in sich trägt wegen was in Afrika passiert ist und so weiter, Kolonialisierung, tralala, da gibt's ja natürlich viele Punkte, die aber auch verzerrt historisch dargestellt werden. Ist immer aus dem Zusammenhang genommen und so weiter. Und damit sie in diese Dichotomie auch wieder reinpassen, in diese Narrative von Opfer und Täter. Und wenn du dann Professoren hast, die sowas lehren, wenn du so Leute hast wie Edward Said, die eine ganze Generation vergiftet haben, zum Beispiel in Amerika. Also das ist schwierig. Und das zu reparieren braucht Zeit. Ja, und das ist eben das Ding, das braucht wirklich viel Zeit. Im Grunde sowas wie wie soll man das nennen? Eine D-Gehirnwäsche sozusagen, also die Leute wieder sozusagen runterzubringen von diesen ganzen Überzeugungen, die so toxisch sind. Und ich glaube, es sind mehrere Gründe. Also eins hatte ich ja schon erwähnt. Ich glaube, ich bin ja Christin, aber ich bin absolut gegen die Vermischung von Politik und Religion. Aber Religion hat es eigentlich immer gegeben. Also diese Gesellschaft, die quasi Religion komplett ablehnt, also der totale Atheismus sozusagen ist ja erstmal so eine Art Experiment. Er ist noch in der Experimentphase, weil es ihn sehr viel kürzer gibt, vielleicht 300 Jahre oder was, als alles andere, ja. Und man hat damit am wenigsten Erfahrung. Also, und ich habe das Gefühl, dass der Drang aber irgendwie nach Sinnhaftigkeit und vielleicht auch Mystik oder auch sowas einer anderen Ebene, die normalerweise eben durch Politik, eben nicht Politik, sondern normalerweise durch Religion befriedigt wurde oder so, ja. Das sucht sich jetzt neue Ziele. Und Ideologien, glaube ich, sind deswegen so stark geworden auch, ja. Und ich will jetzt aber gar nicht dafür in die Bresche springen, dass man zurückkehrt zu irgendwelchen mittelalterlichen Religionen. Ich meine, man sieht das ja am Islam und so weiter, ja, der ja hochpolitisiert worden ist. Das meine ich gar nicht. Das Christentum ist ja gar nicht so. Das Christentum ist ja reformiert und so weiter und so fort. Von daher, das Christentum hat ja letztendlich sogar in gewisser Weise die Aufklärung und den Atheismus hervorgebracht. Genau. Das ist ja nirgendwo anders entstanden. Also das schon, aber das ist eben die Frage sozusagen, und das ist vielleicht das, was Girard auch meint, dass das Christentum nicht konsequent christlich genug war. Also seine eigenen Regeln nicht wirklich befolgt hat und dann abgedriftet ist. Und da hat er vielleicht in gewisser Weise auch recht. Aber das Interessante ist ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Also wie
dass es trotzdem agiert auf Schuld. Also sozusagen bestimmte Elemente aus Religionen werden übernommen und ideologisch instrumentalisiert. Also das, was du beschrieben hast, dieses White Guilt-Ding, was so implementiert wurde in die Leute. Und sie können sich nur reinwaschen, indem sie sich selber sozusagen, entweder sich selber opfern, also diese suizidale Empathie, oder eben die Täter. Ja, also grausam verfolgen und sich damit irgendwie versuchen, von dieser Schuld reinzuwaschen. Und das ist natürlich brandgefährlich, wie man sieht. Ne? Also es spaltet eine Gesellschaft, es bringt halt wirklich ein Ausmaß an Kaltherzigkeit hervor, wie ich nie gedacht hätte, dass es das geben könnte. Ja, absolut. Und das Erstaunliche ist aber auch, dass eine atheistische Gesellschaft oder postchristlich-atheistische dann sanktioniert, wenn man den Islam kritisiert. Das ist irre, ja. Das ist auch noch das Wahnsinnige, was völlig unverständlich ist. Ja, und gleichzeitig gibt es aber so fast schon so eine Folklore, die christlichen Kirchen, insbesondere die katholische Kirche, zu kritisieren und alle Tabus zu brechen. Also ich kenne das insbesondere aus der Kunstszene, ja, also wo man regelmäßig im Theater so ganz mutige Stücke sieht, wo dann irgendwie Pornografie und Jesus Christus zusammengebracht werden oder weiß nicht alles. Und meistens sitzen die Leute da drin, klatschen, jubeln, fühlen sich total bestätigt, fühlen sich alle super rebellisch, rebellieren eigentlich gegen einen Phantomkatholizismus, der gar nichts mehr zu vermelden hat. Ja. Also so total gratismutig. Ich sitze dann manchmal so drin mit meinem Rosenkranz in der Tasche und denke so, Mensch, ich bin die einzige Katholikin hier drin, it's okay, ja. Also könnt ihr ruhig machen. Ich bin da ganz tolerant und frei, aber es ist irgendwie für mich so wahnsinnig sinnlos. Also gegen wen kämpfen die? Und dann denke ich immer nur so, okay, and now do Mohammed. Ja. Und da hört es dann aber auf. Natürlich, ist gratis. Also das geht nicht, ne? Und das amüsiert mich irgendwie auch immer, weil ich denke so, krass, die brauchen eigentlich immer dieses Gespenst der konservativen, erzkatholischen, es gibt diese Leute natürlich auch, aber sie sind bei weitem nicht so gefährlich und die brauchen die müssen die herbeifantasieren, um sie zu bekämpfen, ja. Und in Wirklichkeit gibt es natürlich etwas, was heute in der Art mittelalterlich und grausam ist. Und das ist eben der politisierte Islamismus und von mir aus auch Islam, ja, weil daher kommt es letztendlich. Der politische Islam ist ja Islamismus. Und das trauen sie sich aber nicht. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, bis auf Sufi-Islam, es ist ganz spirituell, sind die anderen Auslegungen alle politisch, weil Scharia dazugehört. Und deswegen ist es so ein Oxymoron zu sagen, ja, das stimmt. Politischer Islam. Und das hat ja Erdogan selber gesagt, Islam ist Islam. Ja, das stimmt. Ich meine, daran sieht man an mir ja schon sozusagen, dass auch ich das schon so internalisiert habe, dieses jetzt bloß kein Missverständnis produzieren, dass man schon immer vorsorglich mitformuliert. Ja, das, was ich vorhin anderen vorgeworfen habe, dass ich schon vorsorglich dabei ertappe ich mich immer wieder, weil das halt so präsent ist. Total. Dass man kaum noch sich traut, manchmal einfach mal zu sagen, was man wirklich denkt oder einfach nur mal was in Frage stellt. Also nicht mal jetzt sagen, ich weiß es, sondern zu sagen, ich frage mich, ob oder so. Ja, selbst das frei auszusprechen, Zweifel anzumelden, ja, das ist schon gefährlich. Und das ist das, was mich am meisten frustriert. Weißt du, was die Gefahr ist? Ich finde, die Gefahr ist, dass man als Gesellschaft sich wirklich nicht mehr weiterentwickelt. Es kam ja zu der Aufklärung und zu Reformen und also die christliche Zivilisation ist ja völlig aufgeblüht und hat sich weiterentwickelt und quasi alle hinter sich gelassen, weil sie Dinge hinterfragt haben, weil sie in einen Diskurs getreten sind und miteinander gestritten haben, aber es erlaubt haben. Aber auch die Kirche hat es erlaubt. Die Kirche hat es ja auch angenommen, nicht mehr in einer Regierung beteiligt zu sein. Was wir aber jetzt machen, ist wir gehen jetzt zurück zur Inquisition.
Jetzt darf man nicht mehr, es gibt Gedankensünden, man darf nichts mehr fragen, man darf nicht mehr in einen Dialog treten, man darf nicht mehr streiten und so weiter und so fort, weil es gibt eben schon Gedankensünden. Es ist schwierig, wie willst du dich da weiterentwickeln? Wie soll man dann noch Lösungen finden? Wie soll man sich andere Dinge vorstellen? Wie sollen neue Ideen entstehen? Ja, genau. Das ist übrigens etwas, was auch Snowden zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, bevor Menschen überhaupt so weit kommen, dass sie etwas verändern können oder irgendwie Fortschritt entsteht, neue Gedanken und sowas, müssen sie erstmal frei aussprechen können. Sie müssen auch Fehler machen können. Sie müssen sich verrennen können. Muss alles einfach erlaubt sein. Der Irrtum muss sogar erlaubt sein. Ja, auch mal über die Stränge schlagen. Das muss alles erlaubt sein. Und ich beobachtete das als Künstlerin, dass ich das Gefühl habe, dass das 21. Jahrhundert rein künstlerisch gesehen nichts Neues hervorgebracht hat. Es ist immer nur das Aufkochen, ob das Theater ist, ob das Musik ist oder jede andere Kunst. Genau. Es ist nur ein Aufkochen dessen, was im 20. Jahrhundert geleistet wurde. Ja. Und diese bestimmte Asozialität, die man auch braucht, ja, die ist nicht mehr da. Das entsteht nichts Neues mehr, außer in technologischer Richtung. Und das macht es dann noch gefährlicher, ja. Also die ganze Massenüberwachung, die Technologie, die wir haben, die ich übrigens erstmal befürworte, nur in Kombination mit diesem geistigen Rückschritt, ja, und dieser Intoleranz der neuen, der gegenseitigen Beschnüffelung, der Denunziationskultur, damit in Kombination und dem Ausbleiben von wirklicher Innovation, künstlerisch, geistig, ideell, ja, es gibt nichts Neues mehr. Und ich glaube, es wird erstmal komplett gegen die Wand gefahren werden müssen, bis man sich dann wieder aufrappelt und endlich Neues entsteht. Das ist meine Befürchtung. Wie schlimm muss es noch kommen? Ja, absolut. Aber was die auch nicht, wo sie auch nicht hinschauen, die stellen sich nicht die Frage, warum der Nahe Osten so weit hinterher ist und warum der Nahe Osten sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Die sagen ja andauernd, das war Kolonialismus, was ja absurd ist, weil den gibt es ja schon seit 100 Jahren nicht mehr. Ja. Also, und wenn man sich anguckt, wie viele Länder Arabisch sprechen, dann lasst uns mal über Kolonialismus sprechen, ja. Also an Sprache merkst du ja, wo kolonialisiert wurde. Die Muslime haben ja nicht nur den ganzen Nahen Osten, sondern auch ganz Nordafrika kolonialisiert. Genau. Und wo wollte ich hin? Genau. Dass die sich nicht weiterentwickeln, hat damit zu tun, dass sie nicht hinterfragen dürfen, dass sie nicht kritisieren dürfen, dass sie nicht miteinander sprechen. Weil es ist in diesen theokratisch regierten und diktatorischen Gesellschaften einfach nicht möglich. Also es ist der absolute Gehorsam, der verlangt wird. Genau. Du lernst Koran auswendig, Ägypten zum Beispiel. Die Schulen, die meisten Schulen, da lernen die Kids auswendig, die lernen Koran auswendig, aber auch andere Fächer, die lernen auswendig. Und das war's. Da ist keine Atmosphäre oder keine Grundlage für Innovation. Da reibt man sich nicht. Aber ist es nicht interessant, dass wir das jetzt sozusagen nachmachen? Ja, das meine ich ja. Das ist ja für uns, also Menschen aus dem Nahen Osten, ich bin ja hier geflüchtet aus dem Iran. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Aus gutem Grund, als Frau auch. Ich staune Bauklötze. Und das sagen viele meiner Landsmänner und Frauen. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Naja, also jetzt zum Schluss, wir könnten ja jetzt noch 2 Stunden sprechen. So, was können wir denn tun, um Liberalismus und historische Verantwortung und Meinungsfreiheit und so weiter wieder zu erlernen? Was muss jetzt passieren? Ich habe wirklich keine Antwort. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich selber versuche halt trotzdem sozusagen vielleicht auch mit einer Prise Humor das Ganze irgendwie trotzdem zu sehen. Also ich versuche jetzt auch zu lachen über das, was mir passiert ist, weil ich das nach wie vor total absurd finde. Aber auch vielleicht, dass man in Dialog tritt trotzdem. Also dass man versucht,
möglichst mit Leuten wieder zu reden. Und mir fällt das echt schwer, weil ich bin teilweise echt sauer. Ja, aber dass man versucht, irgendwie wieder in Dialog zu treten und selber wieder zu entwaffnen, Sicht erstmal und in der Hoffnung, dass das dann vielleicht ansteckend wirkt oder so. Aber ich weiß auch nicht. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass durch die Dinge, die gerade passieren, weil es passiert ja irrsinnig viel gerade weltweit, im Guten wie im Schlechten, aber dass vielleicht ein Effekt der Disruption stattfindet und daraus vielleicht dann sich eben auch neue Chancen ergeben. Ja, klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt, aber ich bin eben ja im Moment ganz erstaunt, wie viel passiert ist in der ersten Woche jetzt des neuen Jahres. Ja. Das ist erstaunlich und vieles davon ist auch ein bisschen beängstigend. Aber ich habe das Gefühl, was gerade im Iran passiert, ist vielversprechend. Ja, das ist total vielversprechend und jetzt in diesem Moment wissen wir noch nicht, wie es ausgehen wird. Ich hoffe, dass es gut ausgeht und ich glaube, das wird unglaublich viel. Also wenn wirklich die Mullahs fallen, dann wird das, glaube ich, wirklich einen ganz großen Effekt haben auf den ganzen Nahen Osten. Ja, absolut. Angela, vielen Dank für das Gespräch und dass du hier warst. Es hat großen Spaß gemacht. Wir könnten jetzt 2 Stunden weiterreden. Ich sage jetzt zum Schluss dazu, wer Hitler-Vergleiche inflationär benutzt, bekämpft keinen Faschismus, sondern zerstört die Erinnerung an den Holocaust. So ist es. Danke. Danke auch.